Ja, ich hatte eine Liste damals von 72 Ärzten, das heißt, die Liste habe ich heute noch, die Überweisungen machten an Bruno Gröning. Und einige Ärzte waren dauernd bei uns. Einer ist die ganze Zeit mit uns gereist. Der hat natürlich große Schwierigkeiten später mit der Ärztekammer bekommen. Es war irgendwo in Westdeutschland, hat der einen Gutshof, und da waren wir auch zu Gast zusammen. Und wir wurden immer von Zigeunern gefahren. Zu der Zeit damals, denn die hatten schon große Autos und die waren immer da, die waren immer auf dem Sprung. Die mieteten sich im Hotel ein, da waren und warten, wann wir sie brauchten. Die nannten ihn immer unser kleiner Gott, nannten sie ihn immer. Und das ging also zuverlässig, nicht wahr? Wenn wir wohin wollten, die waren da. Jetzt kam dazwischen die Geschichte in Heidelberg. Ist ja bekannt auch aus dem Film, Professor Friedrich von Weizsäcker hat damals war der Initiator dieses klinischen Testes. Gröning sollte also getestet werden mit klinischen Methoden. Wurden also Patienten, unheilbare Fälle ausgesucht für ihn. Und wir kamen in eine Villa in Heidelberg, sozusagen Klausur, völlig abgeschnitten. Es wurde ihm von vornherein gesagt, er darf nicht außerhalb des Hauses heilen. Das ist streng verboten, weil er hatte ja Heilverbot. Und dies ist innerhalb der Klausur von der Klinik, also ein Test, der also im Rahmen des Gesetzes möglich ist. Es waren 12 Patienten ausgesucht. Bruno Gröning hat gesagt, ja, die Diagnosen würde er stellen, ohne dass er die Patienten überhaupt sieht. Und das verlief damals folgendermaßen, und zwar über mediale Arbeit. Frau Hülsmann fungierte als Medium und Bruno Gröning gab die Krankheit der einzelnen Patienten in ihren Körper. Und das lief dann bei ihr durch und das wurde protokolliert. Er hat das mit mir auch gemacht, also das war kein Problem, nicht wahr? Man musste nur sehen, dass man die Beschwerden wieder losbrachte. Ne? Er hat immer gesagt, halten Sie nicht fest, sonst haben Sie Ärger. Ne? Ja, es ging aber ganz gut. Nicht? Und dann die ganze Leitung der Organisation hatte einen Professor Fischer. Und dieser Professor Fischer kam einen Tag vorher, bevor das Ganze stattfand, in die Villa und sprach mich an. Ja, also ich wäre ja wohl derjenige, der also die Sache organisierte, meinte er. Ja, mehr oder weniger. Ne? Viel organisieren gab es nicht. Und er hätte den besten Hypnotiseur Deutschlands mitgebracht. Ja, was er sollte da eigentlich, war mir nicht ganz klar. Da sagte er, ja, Sie sind ja auch total erschöpft. Vielleicht wird der Dr. Germer, hieß er, kann Sie gleich behandeln. Ich sage, Dankeschön, lassen Sie mal. Ich meine, wir waren gestresst natürlich, wir waren müde und gestresst. Ne? Kurz und gut, diese Patienten wurden dann gebracht in einem großen Raum in der Mitte dieser Villa. Da waren Tonbandgeräte aufgestellt und so 4, 5 Ärzte rundherum. Und der Leiter war der Dr. Wüst. Das war der Chefarzt von der Ludolf-Kreh-Klinik, der das Ganze beaufsichtigte. Naja, und dann passierte eine Heilung nach der anderen. Ne? Währenddessen haben die Ärzte dann Blutdruck gemessen, um festzustellen, ob sich der Blutdruck verändert, Blut abgenommen, ob das Blutbild ihren Besonderheiten zeigt. Kurz und gut, fast alle Patienten wurden mehr oder weniger gesund. Ich weiß nicht, ob der eine andere war, wo es nicht war. Und dann passiert aber Folgendes, dass dieser Professor Fischer und dieser Hypnotiseur einige Patienten sich an Land zogen und die hypnotisierten. Die sind alle wieder zurückgefahren und Bruno konnte nichts mehr machen.
Der hat er geweint wie ein Kind damals nicht. Er hat immer gesagt, Hypnose ist teuflisch. Also ich weiß, wir sind da im Garten zusammen spazieren gegangen und Herr Willer, und er war da ganz fertig. Ne? Ja, und nun war ihm ja das Heilen außerhalb des Hauses verboten. Und plötzlich war ein großes Geschrei auf der Straße. Hilfe, 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 Herr Gröning. Und naja, er hat nicht lange überlegt, er ist rausgelaufen. Es war eine Zigeunerin, die angeblich ohnmächtig war. Und er hat sich wohl um sie gekümmert. Und dann kamen andere, ich glaube, es waren nicht die, die uns fuhren, es waren andere Zigeuner. Und sagten, Herr Gröning, die Kriminalpolizei kommt. Na, was haben wir gemacht? Wir haben unsere Köfferchen und Sachen packt, sind hinten über den Zaun gestiegen. Da stand schon eine Reihe Wagen von den Zigeunern und gelandet sind wir im Zigeunerlager in Karlsruhe. Dort gab es ein großes Fest für ihn. Er wurde also förmlich angebetet und wie viel Heilung, das kann ich jetzt nicht sagen, was da war. Das Ganze war sicherlich ein Trick, also um ihn hinzukriegen. Die wollten ihn immer haben, nicht wahr, für sich haben, nicht wahr, und mit dem Trick haben sie es dann fertig gebracht. Nicht wahr? Ja. Die Sache Heidelberg war dann vorbei. Ein Gutachten hat er nie bekommen. Das heißt also, Literatur, ich habe das aber nicht selber mehr verfolgen können, das hat der Professor Fischer nicht rausgegeben, der jetzt eine Klinik machen wollte, für psychosomatische Klinik, und Gröning sollte sich da finanziell auch verpflichten, und also das ist eine lange Geschichte gewesen, würde zu lang führen, dass da verhandelt wurde, jedenfalls wurde nichts draus, und Professor Fischer behauptete dann, ich habe den Gröning-Trick entdeckt, und hat dann auf eigene Tour dann irgendetwas da aufgezogen, nicht wahr? Ne? Ja, dann eines Tages war Bruno Gröning verschwunden. Wir wussten alle nicht, ich muss jetzt dazu sagen, wir hatten noch eine Mitarbeiterin, das war also was an Korrespondenz anfiel, viel war da nicht. Die Briefe kamen immer säckeweise, nicht wahr? Und es war überhaupt nicht möglich, diese Briefe zu bearbeiten, das ging gar nicht. Ne? Die wurden in eine Ecke gestellt, wer hätte das machen sollen? Nicht die nötigsten Dinge machte eine, die auch Heilungssuchende, das war eine Steuerberaterin, die mit uns reiste da und immer mit uns war und Telefonate erledigte und so weiter und diese Dinge. Ja, und mit einmal war Bruno Gröning weg. Und zwar mit Herrn Meckelburg auf Wangerooge. Wir wussten erstmal gar nicht, wo er war. Inzwischen hatte ich dann rausbekommen, ja, er hat Verträge mit ihm gemacht, leider alles hinter unserem Rücken. Nicht? Und diese Verträge, wie die aussehen, weiß ich nicht, aber lässt sich leicht vorstellen. Ja. Ich habe dann sehr unschöne Dinge sind dazwischen passiert. Ich möchte gar nicht jetzt breit treten, weil ich also inzwischen erfahren habe, was da alles so gelaufen ist. Und er war weg. Bis wir dann rauskriegen, ja, also ist in Wangerooge gelandet. Er hatte mitgenommen einen Bildhauer, der seine Maske und sein Porträt machte. Den hatte er mitgenommen. Und sonst alle anderen, wir waren, saßen da. Jetzt hatten wir raus, aha, Wangerooge, Hotel Luftbahnhof der Insel Wangerooge. Freund Dichtel, den Sie ja kennen, hat dann Geld gesammelt, dass ich nach Wangerooge fahren konnte. Wir hatten ja kein Geld, von was wollten wir leben? Ne? Nur für die Hinfahrt hat's Geld gereicht, für die Rückfahrt nicht mehr. Also ich bin nach Wangerooge auf die Insel, und da war auch dieser Bildhauer, und sagte, ja, sagt er, also der ist jetzt unterwegs vom Festland und da heilt er wahrscheinlich, also ne, er ist mit Meckelburg unterwegs. Naja, gut. Da habe ich gedacht, naja, kann er hier nicht bleiben auf der Insel, was soll's? Er sagte, er soll angeblich heute am Nachmittag soll er wiederkommen. Da muss er auf die Fähre Carolinensiel,
möglich, dass sie ihn da erwischen. Na gut. Ich bin an diese Fährlandestelle gegangen und habe gewartet auf ihn und er kam. Mit Meckelburg und noch 2, 3 Leute. Sie haben sofort versucht, ihn abzudrängen von mir, dass ich nicht mit ihm reden konnte. Er konnte nur kurz an mir vorbeigehen und mir zurufen, holen Sie mich heraus. Er hatte inzwischen gemerkt, was gespielt wurde. Ich habe dann recherchiert und inzwischen war mir ja so ziemlich klar, was los war und habe recherchiert, was da so alles passiert war. Und zwar, der Zufall kam mir zu Hilfe. Ich habe dann noch das Protokoll, das ist schon ziemlich zerfleddert, das so alt ist. Am 1. und 3. März war mein Aufenthalt auf Wangerooge und Carolinensiel. Laut Aussagen des Gastwirts Brockmeier, Bahnhof Carolinensiel, waren noch dort die erpresserischen Methoden von Herrn Meckelburg bekannt. Also vorher wusste man schon, dass er auch in der Umgebung von Gröning damals, also wo noch nicht in Wangerooge mit ihm war, schon auch von Leuten Geld erpresste, nicht wahr? Also das hatten wir inzwischen Aussagen bekommen von verschiedenen Leuten. Er hatte dann geäußert, Gröning ist mein bestes Pferd im Stall, 1,5 Millionen habe ich einmal besessen, das Dreifache werde ich jetzt wieder bekommen. Ja, und dann der Gastwirt Brockmeier, Bahnhof Carolinensiel, dem waren die erpresserischen Methoden von Herrn Meckelburg bekannt. Mir wurde der Windmühlenbesitzer Damm genannt, der mir dann persönlich bestätigte, dass Meckelburg von ihm einen Betrag von ca. 500 D-Mark verlangt habe, wofür er zur Behandlung bei Herrn Gröning zugelassen werden sollte. Er habe sich bereit erklärt, 200 D-Mark zu zahlen, sei aber von ihm zurückgewiesen worden mit der nochmaligen Forderung von 500. Er habe daraufhin den Vorgang bei der Kriminalpolizei in Wittmund zu Protokoll gegeben. Dort habe es bereits ein ganzes Aktenstück mit Protokollen ähnlicher Art über Herrn Meckelburg vorgelegen. Außerdem sei ihm ein Fall bekannt, wo er für einen Besuch 2000 Mark verlangt habe. Nicht? Also das geht dann noch so weiter, aber das reicht erst einmal. Ja, er hatte dann noch, er berichtete dann noch der Gastwirt, dass eine Liste aufgelegen hatte für Heilungssuchende. Und Herr Meckelburg habe diese Liste dann bei der Gastwirt abholen wollen und die auf der Liste eingetragenen Geldspenden verlangt. Der Wirt wies darauf hin, dass auf der Liste eingetragene Beträge von den Heilungssuchenden erst bezahlt würden, wenn Herr Gröning, wie versprochen, zur Behandlung anwesend sei. Herr Gröning sei daraufhin verschwunden. Herr Meckelburg sei daraufhin verschwunden und sehr wütend geworden, habe die Liste zerrissen und das Lokal verlassen. Diese ganze Geschichte haben praktisch zu dem letzten Prozess geführt. Damit gab es eigentlich für Bruno Gröning keine Chance mehr. Es war gewerblich, obwohl er nie eine Mark gesehen hat. Aber es war gewerblich, er hatte sozusagen mitgewirkt oder war derjenige welcher, und das war das Problem. Ja, ich konnte ihn da nicht rausholen, weil mir einfach die Mittel fehlt. Ich war froh, dass ich per Anhalter wieder zurück nach München konnte. Und dann kam Dr. Trampler, der bekannt ist, ins Spiel. Der war Jurist und der hatte Möglichkeiten wohl gefunden, diese Verträge unglaubwürdig zu machen, wahrscheinlich als sittenwidrig und so weiter. Als Jurist hatte er den Weg und so kam Gröning von Meckelburg frei. Arbeitete dann mit Dr. Trampler eine ganze Zeit und hat dann ja auch geheiratet dann in dieser Zeit noch. Und da für mich keine Chance mehr war, irgendwie einen Fuß auf den Boden zu kriegen, habe ich ihn verlassen. Und habe ihm gesagt, also tut mir leid, so geht es nicht mehr. Ne? Ich war auch irgendwie überflüssig, also ich fühle, die brauchen mich auch gar nicht mehr. Ne? Und dann habe ich ihn verlassen und wir haben noch korrespondiert zwischendurch. Ich habe dann meine Ausbildung als Heilpraktiker angefangen und er hatte Kenntnis davon und hat mir dazu gratuliert und hat mir einen Brief geschrieben. Also wir hatten noch, und dann hat einer Sache machte ich ihm noch einen Zeugen. Und ja, dann
nahm das also seinen Lauf, der ganze Prozess und so weiter. Das ist also bekannt, wie das dann zu Ende gegangen ist. Nicht? Und ich musste dann meine eigenen Wege gehen. Heute habe ich wieder Kontakt mit ihm.